Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Blue Rose Video Show hier. Und ich freue mich natürlich unheimlich über diese Resonanz bisher. Meine Geschichten, fast 30 Jahre Blue Rose Records, dass euch das so interessiert und auch gefällt, denke ich doch. Und so mache ich natürlich auch gern weiter mit weiteren Geschichten, Erlebnissen, Ereignissen, was auch immer auf Blue Rose passiert ist in all den Jahren. Und ich möchte mich heute nochmal mit einem besonderen Künstler beschäftigen, der schon seit fast Beginn an bei Blue Rose Records ist und immer noch ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, nämlich Rich Hopkins. Rich ist ja, kann man sagen, der gehört ja zu Blue Rose Records, sage ich mal, wie Autoreifen zu einem Auto. Ja, also man kann sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass es Blue Rose Records gibt ohne Rich Hopkins nach all den Jahren. Er ist ja praktisch von Anfang an omnipräsent gewesen. Ob er jetzt ein neues Album veröffentlicht hat, ob er auf Tour in Deutschland unterwegs war. Also Rich Hopkins war immer wieder mal da. Und ich könnte natürlich jetzt beginnen mit dem allerersten Album, das wir zusammen veröffentlicht haben. Das war ja El Paso. Das war irgendwann mal, ich habe es leider nicht mehr genau im Kopf, im zweiten Halbjahr 1996. Ich hätte ja unheimlich gerne euch den genauen Termin genannt, aber ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe zwei dicke Leitsordner gehabt von Rich Hopkins. Nicht die dünnen, sondern die großen Leitsordner voll mit Informationsmaterial, voll mit Zeitungsausschnitten, mit allem Möglichen, was man von Rich Hopkins ergattern konnte in all den Jahren. Und das war wirklich viel, das wir zusammen hier gemacht haben. Aber wir sind ja vor, ja, wann war das denn? 2017 oder so, sind wir ja von Abstadt nach Untergrubenbach gezogen. Das komplette Lager wurde damals aufgelöst und mein Platz im neuen Büro, der war wirklich bei weitem nicht mehr so groß wie in der im alten Gebäude. Also musste ich mich von irgendwelchen Unterlagen trennen. Und dann war ich so bekloppt, weil ich gedacht habe, die brauche ich eh nicht mehr, die ganzen Unterlagen, und habe dann den ersten Ordner von Hopkins einfach weggeschmissen. Ich, es ist mir so peinlich, als ich diese Sendung jetzt zusammengestellt habe. Ich habe so fieberhaft nach Informationsmaterial gesucht. Ich habe es einfach nicht mehr gefunden, weil es einfach nicht mehr da war. Aber ich kann euch beruhigen, es gibt trotzdem ganz interessantes Material, das ich gefunden habe. Und ich denke schon, dass es eine ganz abwechslungsreiche Sendung sein wird mit Rich Hopkins und vor allem seinen Luminarios natürlich. Aber ehe wir mit dem Album anfangen, das wir zuerst veröffentlicht haben, nämlich El Paso, gehen wir doch mal zurück. Viele von euch wissen vielleicht nicht genau, wie das alles mit Rich Hopkins zuvor war. Wie wir uns kennengelernt haben, ist ja auch immer sehr interessant, vor allem die ersten paar Jahre, bis sich das alles eingespielt hat und jeder so drüber Bescheid weiß. Aber wie hat es denn alles begonnen? Und damit möchte ich eigentlich heute beginnen. Rich, der war ja schon lange Zeit Musiker, ehe er mit Luminarios angefangen hatte. Und interessanterweise, das fällt mir auch so ein, er lebte zwar damals in Tucson, Arizona, aber er ist eigentlich gar kein gebürtiger, wie sagt man eigentlich, Arizonaner oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, er ist ja geboren in Fort Worth in Texas. Also er ist eigentlich ein reinrassiger Texaner, wenn man es so sieht, und ist dann irgendwann mal nach Tucson gezogen. Gehe ich einfach mal davon aus. So die genauen Lebensdaten habe ich jetzt nicht so griffbereit. Aber am 10. Juni, am 10. Januar, 10. Juni habe ich Geburtstag. Am 10. Januar 1958 ist er geboren in Fort Worth. So viel kann ich ja
verraten. Und ehe er Musik gemacht hat, das ist interessant, weil Tucson ist eigentlich eine relativ große Stadt eigentlich und hat eine richtig interessante Musikszene auch Anfang der 80er Jahre bereits gehabt. Und da gab es damals schon eine Band, die hießen Green on Red. Sagt euch sicherlich was. Und als die damals einige Songs fertig hatten, da hatten sie einfach keine Kohle, um da ein Album zu produzieren oder nicht zu produzieren, sondern zu pressen. Und da sprang tatsächlich Rich Hopkins ein und hat denen dann 500 LPs gepresst. Und es ist für viele gar nicht bekannt, dass das das allererste Green on Red Album ist. Und zwar ist das hier. So sah das damals aus. Green on Red war 1981 erschienen. Und ehe er überhaupt ein Album veröffentlicht hatte, hat er schon mal andere Künstler unterstützt bei einem tollen Album. Ist übrigens gar nicht mal das Original. Original ist, glaube ich, schweineteuer. Ich weiß gar nicht, ob man es überhaupt irgendwie kriegt. Also das ist ein Repressing und trotzdem war das nicht billig, Leute, kann ich euch sagen. Aber es wissen viele gar nicht, dass es vor dem normalen ersten Green on Red Album bereits schon mal eins gab. Das war's hier. Ja, und nach langem Hin und Her, er hat ja mit mehreren Bands gespielt und da kam aber nie irgendwas dabei raus. Ständig Fluktuation, Leute haben die Band verlassen, sind neue dazugekommen. Und dann hat er den David Slutz kennengelernt, der auch in Tucson lebte. Und die zwei haben dann zusammen gesagt, okay, wir machen jetzt Musik und wir gründen jetzt eine Band. Und was wurde daraus? Es wurden die Sidewinders. Und die Sidewinders, die hatten ja dann bereits 1987 ein Album veröffentlicht, das hieß Quacha. Das hier. Das ist Quacha. 1987 erschienen. Gab es dann auch irgendwann in Europa, glaube ich. Dann 1988 wurde es hierzulande dann veröffentlicht. Und ja, das war in Eigenregie erschienen auf seinem damaligen Label San Jacinto Records. Ja, und San Jacinto, was ist San Jacinto? Das ist ein kleiner Geschichtsunterricht. Denn, wo habe ich meinen Zettel hier liegen? Genau. San Jacinto war eine maßgebende Stadt oder ein Gelände zur Geburt von Texas. Vielen ist ja bekannt die Schlacht um Alamo, diese Missionsstätte, wo praktisch 190 oder wie viele Texaner damals gegen die mexikanische Armee von Santa Anna hier mit ihrem Leben diese Bastion verteidigt haben, aber letzten Endes sind eigentlich wirklich alle, die da drin waren, ums Leben gekommen. Und dann ist die mexikanische Armee wieder davongezogen und aber wurden dann verfolgt von den Rebellen, sage ich jetzt mal, die einfach von Mexiko raus wollten einen eigenen Bundesstaat gründen. Und der Sam Houston, der war damals der federführende Mensch und hat dann bei San Jacinto hat er dann die Mexikaner überrascht. Ja, die haben da Siesta gemacht und dann sind die Texaner da eingefallen und haben den Santa Anna, den General der Truppen, gefangen genommen. Und letzten Endes wurde dann das so mehr oder weniger auch mit die Geburtsstunde von Texas. Also die Schlacht bei San Jacinto ist wirklich ganz wichtig, einige in der texanischen Geschichte. Und Rich Hopkins als Texaner kam dann auf die tolle Idee, sein Label einfach San Jacinto Records zu nennen. So viel kleiner Geschichtsunterricht. Am 21. April habe ich aufgeschrieben, übrigens 1836, ganz wichtiger Termin, da war diese Schlacht. Die hat nur 18 Minuten gedauert, dann war das Ding erledigt. Aber sehr wichtig in der texanischen Geschichte.
Ja, und aber nach dem ersten Album wurde schon einiges Aufsehen erregt, kam dann eine große Firma, Mammoth Records, und hat den Sidewinders einen Deal angeboten für ein Album. Und die natürlich sofort gesagt, okay, super, haben, wenn ich das richtig gelesen habe, einen Vorschuss bekommen von $3.000 damals. War viel Geld wohl für Rich und für David Lutz. Und dann haben sie gesagt, okay, wir machen das. Und daraus entstand dann das Album Witch Doctor. Und interessanterweise gab es damals sogar auch ein Video zu Witch Doctor. Lief wahrscheinlich damals auf MTV, also ob es hier in Deutschland jemals gelaufen ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall schauen wir uns doch mal ein Stück aus diesem Video an. Renounce the sins, the secrets you kept, but there's a place that I won't forget. Which doctor made this clear to me? Now I got your heart and I got your soul and I got everything that you own. What you got left that I haven't sold? Now cast me into the pit of memories. I only know what I hear and see. Yeah, this must be the place of memories. He said, don't try and understand. We got a new set of commandments. Ja, das war jetzt das Video zu Witch Doctor aus dem gleichnamigen Album. Hier die Sidewinders mit ihrem zweiten Album. Hat sich wohl ganz gut verkauft, denn Mammoth Records hat den beiden dann oder der Band auch dann angeboten, ein weiteres Album zu machen. Und das hieß dann, wie hieß Auntie Ramos oder Ramos Pool Hall. Das war erschienen 1990. Sind wir da? Ist das? Oder so? Sieht man es besser? Genau. Drittes Album dann der Sidewinders. Ja, und dann ist was passiert. Dann hat irgendwie die Plattenfirma hat ein Schreiben bekommen von einem Anwalt, dass es diese Band Sidewinders bereits gibt. Und diese Band auf Mammoth Records möchte doch bitte den Namen ändern, weil sonst gibt es Stress. Und Stress wollte Mammoth eigentlich überhaupt nicht und hat dann gesagt, Jungs, ich glaube, es ist besser, ihr geht. Wir wollen hier kein Theater haben mit euch und haben dann den Vertrag mit den Sidewinders aufgelöst. Und dann standen sie da und was machen wir jetzt? Und wie gesagt, die Musikszene in Tucson ist unheimlich groß und da hilft jeder jedem. Und Rich Hopkins hat damals wohl bereits genug Material zusammen gehabt, um ein eigenes Album zu machen. Und hat er sich entschieden, okay, nehme ich ein Album auf und hat dieses Album dann mit den Luminarios zusammen gemacht. Hieß nicht damals Rich Hopkins and Luminarios, sondern nur Luminarios und das Album hieß Personality Crisis. Das ist das hier. Und das war 1992 erschienen und interessanterweise auf einem deutschen Label, Houses in Motion. Ein Label in Frankfurt am Main. Unglaublich. Da fragst du dich wirklich, wie sind die dazu gekommen von Rich Hopkins, den damals ja eigentlich nur ein paar Leute kannten, die halt die Sidewinders hatten. Wie die dazu gekommen sind, dieses Album zu veröffentlichen, ist auch egal. Auf jeden Fall war das damals halt 1992 erschienen. Ist noch nicht so gitarrenlastig wie später die ganzen Alben von Rich, sondern ja, teilweise auch recht akustisch gehalten. Ist halt ein Anfang gewesen. Der Anfang ist schwer, aber immerhin ein erster
wie soll man sagen, ja, ein erstes Zeichen, was Rich alles so hinbekommt. Und nachdem dann die Sidewinders nicht mehr existieren konnten, haben sie sich entschieden, okay, wir machen weiter unter einem anderen Namen. Und dann haben sie sich Sand Rubies genannt. Und haben dann auch gleich wieder ein neues Album am Start gehabt. Das hieß dann eigentlich nur Sidewinders, hieß dann nur Sand Rubies. Das ist das hier. War auch auf einem Major-Label erschienen eigentlich über Polygram und war auch wieder großartig. Da war kein Unterschied zu den alten Sidewinders-Alben, war alle wirklich auch ein ganz tolles Album. Ist allerdings zunächst mal das einzige Sand Rubies Album geblieben. So, und jetzt komme eigentlich ich so langsam ins Spiel. Denn wie komme ich jetzt zu Rich Hopkins? Ich habe mir damals die Personality Crisis definitiv nicht gekauft, kannte ich gar nicht. Aber ich war damals, hatte ich bei einer Firma gearbeitet, genau, ist eigentlich hier vollkommen belanglos. Und jeden Samstag bin ich zu meinem Plattenhändler des Vertrauens in Heilbronn gegangen und der hatte genau gewusst, auf was ich stehe. Und der hat jedes Mal, wenn ich da reingekommen bin, Samstagmorgens, hat er mir einen Stapel voll CDs hier präsentiert. Das waren meistens so 6 bis 10 Stück und hat genau gewusst, okay, wenn Edgar kommt, dann gibt's Kohle. Er hat schon die Dollarzeichen in den Augen gehabt. Und da waren unter anderem auch die Sidewinders schon mit dabei. Also ich glaube, die zweite, das Witch Doctor war, glaube ich, das erste Album, das der mir damals gegeben hat. Und danach habe ich im Prinzip alle anderen Alben blind gekauft. Und auch die Sand Rubies, die gehören dann da auch dazu. Und dann 1994 erschien das erste Album dann wirklich mit den Luminarios unter seinem Namen. Und dieses Album hieß dann Dirt Town. Rich Hopkins and Luminarios 1994 und interessanterweise wieder auf einem deutschen Label, Breakout Records. Okay, muss man dazu sagen, ist eine amerikanische Firma und hatte wohl in Deutschland eine Filiale, sage ich jetzt einfach mal. Aber dieses Album Dirt Town war dann in Deutschland erschienen. Also war kein Import, sondern wurde hier in Deutschland hergestellt. Und gleich ein Jahr später folgte dann noch das zweite Album von Rich Hopkins and Luminarios, Dumpster of Love. Das hier war wieder großartig. Ein Gitarrenrock, wie man ihn selten gehört hat. Vielleicht Neil Young, okay, ja, aber Rich war einfach anders. Der war frisch. Das hat Spaß gemacht, das anzuhören. Die Songs waren einfach klasse. Also das war auf jeden Fall schon mal ein richtig guter Einsteiger eigentlich, auch für mich und für meine Freunde. Wir sind voll auf den Rich Hopkins damals schon abgefahren. Aber damals hatte ich mit Blue Rose ja noch nichts zu tun. Das hat sich dann kurze Zeit später geändert. 1995 hatten wir ja angefangen mit Blue Rose Records. Und ich bin dann immer auf der Suche gewesen, natürlich, welche Bands, welche Künstler kann man unter Vertrag nehmen. Und im November 1995, da war Rich Hopkins auf Tour hier in Deutschland im Vorprogramm von Chris Kakavas. Und diese Tour, die wurde damals veranstaltet von Berthold Seliger. Und es war wohl so, dass ein paar Termine waren ohne Rich Hopkins. Oder kann es sein, dass er vielleicht nach Ende der Tour mit Kakavas noch ein paar Tage Zeit hatte? Das weiß ich nicht mehr so genau. Auf jeden Fall hat er dann ein paar Solo-Konzerte gespielt. Nicht solo, sondern ohne Kakavas. Und eines davon war damals in Weikersheim. Das ist so, glaube ich, von Heilbronn Richtung Würzburg. Und da geht es dann irgendwann einmal nach Weikersheim. In the middle of nowhere, kann man ja fast schon sagen, am 12. November 1995. Und da hat die Geschichte mit Blue Rose Records begonnen.
Da waren vielleicht, ich will jetzt nicht, keine Ahnung, vielleicht 30 Zuschauer waren da im Raum. Sehr schwierige Location. Rich hat dann gesagt, ja, sie hatten extreme Probleme, da alles aufzubauen und so weiter. Und es muss arschkalt gewesen sein. Die sind auf der Bühne gestanden. Rich ist auf der Bühne gestanden in einem Wintermantel. Man muss sich vorstellen. Wintermantel und hat eine Pelzmütze aufgehabt. Und so hat er Musik gemacht. Es war unglaublich eigentlich. Aber das Beste, und ich habe natürlich dann, wie gesagt, naja, das wäre schon interessant für uns. Und dann mitten in der Show sagt der tatsächlich was. Und da hat es bei mir geklingelt. Und was der gesagt hat, das habe ich hier sogar im Originalton. Und das hören wir uns jetzt mal zusammen an. Have any of you guys ever heard of us? The Luminarios? Really? Did the record company really promote us? Come on, tell me the truth. Not very much, okay. Well, Dankeschön. Did our record company really support us? Und ich habe gesagt, oh, der ist unzufrieden. Der ist unzufrieden. Der sucht nach einem neuen Plattenlabel. Das ist meine Chance. Und ich war damals noch irgendwie schüchtern, ja, muss man ehrlich zugeben, auch das Englisch und so. Und ich habe dann meinen Kumpel Steffen Paulus, hallo Steffen, wenn du das hörst, du wirst dich bestimmt daran erinnern, habe ich damals zu Steffen gesagt, du Steffen, kannst du mich da irgendwie vielleicht ein bisschen vorstellen bei Rich? Wir müssen jetzt wirklich zurück, weil wir haben die Tür damals aufgemacht und es war Schnee gelegen. Es war ein Schock. Mitte November, hier hat es geschneit, glaube ich, und wir mussten unbedingt zurück. Und ich habe dann zu Steffen gesagt, wie gesagt, gib dem Rich doch meine Visitenkarte und erzähl ihm ein bisschen was von Blue Rose Records, dass wir Interesse hätten, da mit ihm was zusammen zu machen. Steffen, ja, mache ich, alles klar. Und tatsächlich, es ist unglaublich, keine Ahnung, ein paar Wochen später, wahrscheinlich sogar Anfang 1996, kam dann ein Fax. Also entweder es war ein Fax oder es war ein Brief. Ich kann es ja leider nicht mehr nachvollziehen, weil ich habe ja die Unterlage nicht mehr. Möchte mich nicht wiederholen, warum. Und so sind wir dann zusammengekommen. Rich hat mir geschrieben, ja, ich bin an der Arbeit an einem neuen Album und ich habe gehört, du hast Interesse und ich habe mich ein bisschen erkundigt oder auch nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall war er irgendwie interessiert, mit uns da was zusammen zu machen. Und irgendwann einmal kam dann dieses Album angeflattert. El Paso, ja. Ich lege das in den CD-Player. Ich habe ja meinen Ohren nicht getraut, was da aus den Lautsprechern kam. Ich war ja vollkommen fertig. Also, wir hatten ja Dirttown, Dumpster of Love, waren Killeralben und dann kam El Paso, ja. Das war ja nochmal ein ganzer Schritt nach vorne mit diesem Album. Also war sensationell auf jeden Fall. Und er hat damals auch zu diesem Album, glaube ich, in Amerika zumindest, ein Video gemacht. Keine Ahnung, wo das damals je gelaufen ist. Aber der Song Gunny Black, der ist ja auf El Paso und davon gibt es ein Video und ist ein ganz lustiges. Also wir schauen uns mal ein kleines Stück davon an. Try to explain what's in my brain. I'm not insane. My mind's divided in two. One is black, the other's true. Picks me up when I'm feeling blue. True to form, he'll run over you. I'm broken in two. I'm not over you. I'm broken in two.
Just when I think he's through, jerks me back into the news. I'm broken in two. I'm not over you. I'm broken in two. Ja, ist doch lustig, oder? Naja, okay. El Paso, genau. Großartiger Einsteiger für uns, hatte damals die Nummer 33. Also wie gesagt, erschienen zweites Halbjahr 1996 und die Reaktionen waren, ich sage mal, von 0 auf 100. Ja. Egal in welcher Presse, ob das der Rolling Stone war, Musikexpress, die ganzen Zeitschriften damals, die waren alle voll des Lobes über dieses Album. Und wir haben auch wirklich für damalige Verhältnisse richtig gut verkauft von diesem Album. Das kann ich sagen. Das hat eingeschlagen, wirklich tierisch. Und Rich, der war natürlich dann fleißig. Der war schon wieder dabei, an was Neuem zu arbeiten, ein neues Album. Das war dann gerade mal, wenn ich es genau sehe, war das gerade mal ein Jahr später, kam dann im Prinzip das nächste Album raus, das hieß The Glorious Sounds of Rich Hopkins and the Luminarios. Das ist das hier gewesen. Und das hat El Paso nochmal getoppt. Musik war sicherlich genauso gut wie bei El Paso, aber die Reaktionen waren halt nochmal einen Tick größer, nochmal einen Tick besser. Wir waren in verschiedenen Zeitschriften Album des Monats. Ich habe es ja leider nicht mehr da. Ich will mich wirklich nicht wiederholen, warum nicht. Aber es hat uns wirklich super geholfen. Und damals hatten wir auch einen richtig guten Supporter, sage ich jetzt mal, beim Rolling Stone. Da gab es damals schon diese CD zum Magazin, hieß New Voices. Und da waren wir vertreten auf der Nummer 18. War erschienen im Dezember 97, in der Ausgabe Dezember 97. Hier ist dieses Teil hier. Und da waren wir vertreten mit dem Titel Cherry Betrayal. Und denke ich mal, das hat sehr geholfen, auch bei den Verkäufen von The Glorious Sounds of. Und dann war aber die Reaktion so gut, dass der Kollege beim Rolling Stone, der für diese Zusammenstellung zuständig war, gesagt hat, du Edgar, da ist so ein geiler Song drauf. Wir machen den einfach in der nächsten Ausgabe nochmal mit Rich Hopkins drauf. Und mega Song wird das wohl gewesen sein, Paraguay. Dann war auf dieser Nummer 19, war Paraguay als letzter Song mal drauf, nochmal mit 10 Minuten und 16 Sekunden. Der hat ja den Rahmen dieser Compilation eigentlich komplett gesprengt, aber der hat damals gesagt, ja, wenn wir das draufbringen, dann bitte in voller Länge. Und die Reaktionen waren der Hammer. Ja, ich meine, allein schon dieser Track auf dieser CD, was der uns damals nach vorne gepusht hat, an Käufern, an Fans, die auf die Band gestanden sind. Es ist also wirklich, es ist unglaublich. Wir haben dann natürlich auch gleich an einer Tour gebastelt. Wir mussten den unbedingt rüberholen. Mit kompletter Band. Da gab es gar keinen Zweifel. In der Zwischenzeit hat Rich aber schon wieder weitergearbeitet. Es war also unglaublich, ich habe es ja anfangs erwähnt, da ging kein Jahr vorbei, wo mit Rich nichts passiert war bei uns. Also, dann hat er uns ein Album angeboten, das er gemacht hat mit dem Billy Sedelmeier, auch ein bekannter Musiker aus Tucson. Und dieses Album damals hieß The 50%er. Das ist das hier. Das war erschienen am 16. Februar 1997. Und parallel zu dem Album-Release kam dann, wie gesagt, die erste Tour.
Die ging über 5 Wochen, komplett Deutschland wurde damals abgedeckt und war riesen erfolgreich. Also fürs allererste Mal Rich mit seiner Band. Damals war das ein Package mit einer Band von Glitterhouse Records, Grand Falloon Bass. Die haben sich damals den Headliner-Slot geteilt. Also einmal war Rich am Anfang, dann die Grand Falloon Bass und so ging das die ganze Tour über. Und bei Rich waren damals dabei der Stefan George, Lapsteel-Gitarre, der Rick Moe am Schlagzeug, ein ganz junger, wilder Typ damals. Und das war natürlich der Knaller, Mike Davis am Bass. Mike Davis, legendär mit MC5, hat natürlich dann auch unbedingt Kick Out the Jam, Motherfuckers unbedingt spielen dürfen und müssen bei jeder Show. Also das war damals halt wirklich die allererste Geschichte, allererste Tour mit Rich Hopkins and Luminarios in Deutschland, war großartig, er ist super damals angekommen. Die Show in Regensburg damals wurde dann mitgeschnitten und ein paar Jahre später veröffentlicht unter dem Titel 3000 Germans Can't Be Wrong. Also ob das jetzt besonders vorteilhaft war zu sagen, dass da insgesamt 3000 Zuschauer bei den Konzerten waren, das sei dahingestellt, aber war mir eigentlich egal. War auf jeden Fall wieder eine ganz großartige Geschichte. Tierisches Live-Album. Ich finde, der Sound ist der Hammer. Also was die damals in der alten Melzerei in Regensburg da gemacht haben, war wirklich allererste Sahne. Ja, ich sehe gerade im August 98 war dann schon wieder eine Luminarios-Tour. Also das ist ja wirklich dann, man muss sich vorstellen, Anfang 97, August 98 und dann kam plötzlich, sagt der doch tatsächlich, der Rich, wir haben die Sandrubies reaktiviert. Mit David Slutz und wir haben ein neues Album. Hättest du Interesse an diesem Album? Return of the Living Dead. Das hier. Return of the Living Dead. Und ich habe gesagt, Rich, ich meine, was für eine Frage. Natürlich machen wir dieses Album. Und dann wurde auch gleich noch eine Tour eingebaut. Und zwar, wenn man überlegt, am 19.10.98 war dieses Album erschienen und im Januar 99 gab es dann gleich eine Tour dazu. Und es war vor allem für die, Rich war es in der Zwischenzeit gewohnt, war ja schon zweimal auf Tour hier in Deutschland mit seinen Luminarios. Die Shows waren ja immer super besucht. Ja, wir hatten ja Zuschauer teilweise bis zu 400. Ja, das sind ja Zahlen heute, da träumen viele davon. Aber das war wirklich von Tour zu Tour kamen zu Rich immer mehr Leute. Es gibt halt ein paar so Highlights wie der Singkasten in Frankfurt oder das Sudhaus in Tübingen. Es gab wirklich ein paar Clubs, die waren gerammelt voll, wenn Rich Hopkins auf Tour war. Und so waren dann David Slutz und wer war damals dabei? Der Ken Andre am Bass und der Bruce Harper am Schlagzeug. Die waren total geplättet. Egal, wo sie hingekommen sind, die Läden waren voll. Und wir haben gesagt, das habt ihr Rich zu verdanken. Das war alles die Arbeit von Rich Hopkins. Ja, und kurze Zeit später dann gleich im 2,5 Jahr 99, ich habe immer noch kein konkretes Release-Datum, erschien dann wirklich das nächste Album. Und es war eigentlich dann, kann man sagen, so der Gipfel hat er dann erreicht. Also mit Devolver, das hier, gleich Vinyl-Doppelalbum,
CD gab es auch als Doppel-CD erstmal, die erste Auflage. Da ist er dann wirklich fast schon, kann man sagen, in andere Regionen gedriftet. Wir haben damals also Zahlen verkauft. Ja, also Rich ist ja wirklich, das kann man so sagen, mit Abstand der erfolgreichste Blue Rose Künstler, den wir auf dem Label hatten. Ja. Er hat die meisten CDs, LPs verkauft. Er hat die meisten Touren gemacht. Und das alles zusammengenommen hat natürlich bewirkt, dass da echt was ging. Ja. Also der hat Blue Rose Records wirklich da ganz schön unterstützt, sage ich jetzt mal, mit seinen Touren und seinen CDs, seinen Alben. War einfach toll. Und egal, was Rich eigentlich auch vorgeschlagen hat und gewünscht hat, ich habe immer gesagt, ja, Rich, wir machen das. Es war ja nicht so, dass ich das einfach nur so gemacht habe, weil ich gedacht habe, da machen wir wieder Kohle, sondern auch einfach, weil es mir Spaß gemacht hat. Ja. Es war ja nicht so, dass er irgendwas veröffentlicht hat, was langweilig war oder was ein Füller war, sondern es war immer gut. Es kamen dann noch so ein paar zwischendurch CDs, wie zum Beispiel Zen Rubies, Release the Hounds. Das ist auch so eine Geschichte, wo ich gesagt habe, ach, Rich, muss man das unbedingt machen? Nein, das will ich unbedingt haben. Da sind dann halt ein paar Outtakes drauf von alten Zen Rubies Aufnahmen. Haben wir natürlich gemacht. Dann, wie gesagt, kam ja dann raus dieses Album Goodbye live at Alte Melzerei von dieser 99er Tour. Wann war das erschienen? Ja, am 26.08.2002. Und ein weiteres Album, wo ich gesagt habe, naja, Rich, reguläres Album, doch, da sind ganz tolle Songs drauf. Tinnitus. Und ich habe das erst vorhin nochmal angehört. Und das ist so ein Album, wo man sagt, ja, es ist eigentlich kein reguläres Rich Hopkins Album gewesen. Das war so ein Zwischendurch-Ding. Ja, ist eine Zusammenstellung von vielen Coversongs wie Just My Imagination, 8 Miles High, Little Red Riding Hood oder auch, was ist da noch drauf? Signed DC. Also es sind einige Coversongs und auch einige Versionen von Songs, die es schon gab, aber viel länger, brachialer zum Teil auch. Also ein unterschätztes Album eigentlich, dieses Tinnitus, aber es ist wirklich großartig geworden, wie ich finde. Ja, und am 13.10.2003 erschien dann das nächste Album von Rich. Das hieß dann K-Utah. Nee, jetzt habe ich ja komplett was vergessen. Ich bin ja viel zu weit gesprungen. Wir sind ja schon, so weit sind wir ja noch gar nicht. Bei K-Utah sind wir noch gar nicht, sondern wir kommen jetzt erstmal zu My Lucky Stars. Das war erschienen am 27.08.2001. Das war das hier. My Lucky Stars. Und im Juni 2002 war dann auch gleich wieder eine Tour. Und da habe ich auch wieder ein Video für euch aus dem Frankfurter Singkasten. Hören wir doch und schauen wir da mal rein. Dirt Town. Dirt Town. I said over town.
was born in another town. They had a mother who was fucking never around. Papa left us when I was young. When times are rough, we used to come through town. Ja, das war jetzt ein Video aus Frankfurt, Singkasten, genau, 2002. Ja, und jetzt können wir gleich nach vorne springen, wo wir gerade schon mal waren. Bei Kayuta oder Kayuta war erschienen am 13.10.2003, wie gesagt, und ist das hier. Rich hat grundsätzlich immer super Qualität abgeliefert, da gab es überhaupt nichts zu meckern. Danach kam wieder eine Tour und interessanterweise gab es damals sogar einen Trailer auf Sat.1 von Rich Hopkins. Man muss sich es mal vorstellen, da kam echt ein kleines Video zur Tour im Februar 2004 war das dann, und den Trailer schauen wir uns noch mal kurz an. Rich Hopkins und seine Luminaries kann man schon als würdige Verwalter des großen Amerikaner-Erbes, das in den 60ern von Bands wie Buffalo Springfield und The Byrds begründet wurde, sehen. Live sind Rich Hopkins und Mitstreiter seit Jahren eine Bank, zurzeit wieder auf Deutschland-Tour. Es ging ja Schlag auf Schlag. Ja, CDs, Vinyl und jetzt gab es sogar auch noch eine DVD. Denn von der 2004er Tour, die dann angestanden war im Sommer, haben wir war das Sommer? Ne, im Januar 2004, genau. In Tübingen im Sudhaus gab es dann sogar eine DVD. Kleiner Tipp, die komplette Aufnahme gibt es auch bei mir in meinem Kanal, in meinem YouTube-Kanal, als kostenlos, ja, kann man anschauen, komplette Länge. Diese DVD hier ist jetzt auch im Videokanal oder im YouTube-Kanal von mir einfach anzusehen. So, eine weitere Tour, ein weiteres Album, The Horse I Rode In On. Das war am 10.11.2006. So, jetzt kommen wir schon, ja, es ist wirklich, es passiert ja nicht immer was man immer groß erzählen muss. Ja, nicht jedes Mal was mit Stripperinnen oder sowas. Es kamen dann die Sandrubies, die haben gesagt, okay, wir machen ein weiteres Album. Ich habe gesagt, mache ich gerne. Dabei kam heraus Mas Kuacha. Das war das hier. Das war am 16.11.2007 und anschließend gleich wieder eine Tour im Dezember. Und was war da naheliegend im Dezember? Da hatten wir zum allerersten Mal 2007 unsere Blue Rose Christmas Party in der Blues Garage in Isernhagen. Und da waren auch die Sandrubies aufgetreten. Und am Schluss gab es dann eigentlich bei jeder Christmas Party so eine Jam Session mit allen Musikern, die dabei waren. Und da waren unter anderem auch die Sandrubies dann mit dabei, haben dann ein paar Songs gespielt, wurden unterstützt von Hank Schizzo, von Chris Kakavas und wem auch immer. Und einen Song daraus haben wir als Videoausschnitt hier, Born to be Wild.
Ja, das war jetzt aus der Blue Rose Christmas Party ein Song, genau, Born to be Wild. Hier übrigens, wir haben damals eine Mega-Box damals gemacht mit allem, was da bei dieser Christmas Party passiert ist. Ja, und Rich ist ja, wie ich schon mehrmals erwähnt habe, echt busy gewesen, hat ständig was Neues gemacht und hat dann zusammen mit seiner Frau Lisa Novak ein Album produziert, das hieß Loveland. Das war das hier, war erschienen November 2008. Und kurze Zeit später auch gleich wieder, kann man sagen, im Zweijahresrhythmus. Ja? Im Zweijahresrhythmus kam ein neues Album, im Zweijahresrhythmus gab es eine neue Tour. Also auf Rich war im Prinzip immer Verlass und es war nie ein Thema, dass er irgendwie jetzt unzufrieden gewesen wäre mit uns oder dass wir unzufrieden gewesen wären mit ihm. Es war eine extrem harmonische Zusammenarbeit eigentlich von Anfang an, ja, über, kann man jetzt sagen, fast 30 Jahre nie Stress mit einem Künstler gehabt. Wir haben uns ja auch mehrmals getroffen, ob wir jetzt in Tucson waren, ob wir jetzt in Austin uns getroffen haben. Also es war immer eine tolle Geschichte, eine tolle Zusammenarbeit auch und eine tolle Beziehung. Es ist ja weit mehr gewesen als eine Geschäftsbeziehung oder es ist immer noch mehr als eine Geschäftsbeziehung. Ja, und 2010 dann, am 28. Mai, kam das nächste Album El Otro Lado, The Other Side. Das war das hier. Und dann war wieder eine Tour fällig, ist ja klar, 2010. Und da hat er unter anderem auch gespielt beim Crossroads Festival in Bonn, in der Harmonie. Da habe ich jetzt kein Video davon, aber ich kann euch sagen, dass die komplette Show, also ne, ist nicht die komplette Show, eine Stunde dieser Show gab es und damals ist eine andere Geschichte gewesen. Und zwar, wie gesagt, 2010 war Tour und es war auch so, dass da wieder eine Show war im Singkasten in Frankfurt. Also Singkasten war eigentlich immer Pflicht, das war immer gebucht, Rich kommt und Singkasten ist dabei, weil auch immer der Zuspruch im Singkasten war für Frankfurt, ja, war der wirklich großartig. Und da war es dann so, dass Steve Wynn, der war zufälligerweise auch hier in der Gegend. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob das eine Promotour war oder ob er eine Solo-Tour gemacht hatte. Auf jeden Fall war er bei mir zu Hause über Nacht und ja, dann habe ich zu dem gesagt, du Steve, der Rich Hopkins spielt heute Abend in Frankfurt. Wollen wir da nicht hingehen? Die kannten sich ja und dann sagt er, ja klar du, das machen wir. Und dann sind wir mit dem Auto nach Frankfurt gefahren und haben dann die Show angeguckt und Steve kam dann zu einer Zugabe auf die Bühne. Und da haben wir jetzt einen kleinen Ausschnitt von dieser Zugabe. Like a Hurricane. Den kleinen Ausschnitt schauen wir uns doch mal kurz an. Start to start.
Ja, ich weiß, ist viel zu kurz, aber ich habe eine gute Nachricht. Ganz am Ende dieses Podcasts, da kann jeder, der will, die komplette Länge dieses Songs, dieser Zugabe anschauen. Das sind circa 12 Minuten. Es ist sensationell, das hat noch nie jemand gesehen. Das gibt es nicht auf YouTube, das gibt es nirgends. Ich habe das damals einfach mitgeschnitten mit meinem Camcorder. Damals hatte ich definitiv noch kein Handy mit der Videofunktion. Und schaut euch das an, wie Steve, wie der Rich Hopkins und der John Sanchez, wie die da Gitarren sich duellieren. Es ist der helle Wahnsinn. Ich habe es gestern Abend angeguckt, ich habe eine Gänsehaut bekommen. Ich war komplett sprachlos. Ich habe Steve Wynn noch nie so aus sich rausfahren sehen wie auf diesem Song. Sensationell. Also wie gesagt, am Schluss dieser Show könnt ihr das nochmal in kompletter Länge anschauen. Ja, und dann am Dezember, wo sind wir jetzt gelandet? 2012, genau, im Januar, kam schon das nächste Album von Rich. Das hieß dann Buried Treasures. Das war das hier. Und ich war ja immer wieder in Austin bei South by Southwest. Und da kamen immer auch mal die Sandrubies haben da gespielt. Und da habe ich auch einen kleinen Videoausschnitt aus einem Song Blood on Your Hands, heißt dieser Song. Der ist im Original vom ersten Album der Sidewinders, Kuacha. Und da hat die Band damals auf einem Parkplatz gespielt in Austin. Da war der Gene Rulli an der Gitarre, der ist ja leider vor ein paar Jahren gestorben. Dann der Ken Andre, ist unglaublich, was er da alles gezeigt hat. Rennt da in der Gegend rum. Der Rich natürlich, der David Slutz und der George Durong am Schlagzeug. Schaut euch das mal kurz an. Super, oder? Also hat uns natürlich da tierisch Spaß gemacht, das anzusehen. War wirklich toll. Aber Rich geht ja weiter. Wir sind noch nicht ganz am Ende. 2015, im Januar 2015, kam schon wieder was Neues. Tombstone. Ja, ich zeige euch die CD, aber die gab es auch als Vinyl, aber ich habe sie nicht bei mir gefunden. Also ich habe mein eigenes Exemplar wahrscheinlich irgendwann einmal zufällig, keine Ahnung, ohne Wissen verkauft. Und ja, jetzt ärgere ich mich natürlich, dass ich das nicht mehr auf Vinyl habe. Wer es hat, behaltet es. Das wird mal wertvoll. Auf jeden Fall hier, Tombstone. Und 23. Januar 15 Tombstone, 27. Januar 2017, also wieder im Zweijahresrhythmus, My Way or the Highway. Da haben wir wieder schönes, wunderbares Vinyl. Genau. Und dazwischen noch eine kurze, was heißt dazwischen, danach eine kurze CD wieder, ein Live-Album, Live at El Lokal. Also wir haben noch viel mehr von ihm eigentlich veröffentlicht, aber ich habe gar nicht alles hier. Das würde den Rahmen sprengen.
Das sind so die wichtigsten Sachen, die ich da einfach mal zeige, so von chronologischer Reihenfolge, was da wann gelaufen ist. Und dann am 17.05.2019, wieder 2 Jahre später, kam dann Back to the Garden. Ja, und Back to the Garden, da gab es dann noch mal eine Tour im September 2019 und das war dann die allerletzte Tour, die Rich Hopkins mit seinen Luminarios hier in Deutschland gemacht hat. Und seither ist eigentlich Funkstille. Ja, ich werde ja immer wieder gefragt, wann kommt denn Rich Hopkins wieder mal auf Tour nach Deutschland? Und es ist einfach eine Geschichte, ich sage den Leuten, ja, es ist privat, da kann ich wenig dazu sagen, aber er macht ja weiterhin Musik und danach gab es dann noch ein Album, das hieß Exiled on Maple Street. So. Ist natürlich eine Anspielung an die Rolling Stones und die Maple Street ist tatsächlich die Straße in Tucson, in der Rich und Lisa wohnen. Also die wohnen in der Maple Street, deshalb Exiled on Maple Street. Ja, und jetzt vor kurzem erst, es ist erst vor ein paar Wochen, hat mir Rich geschrieben, ja du, mein neues Album ist fertig, gibt es aber nur als Vinyl. Und dann habe ich gesagt, okay, das macht für mich jetzt wenig Sinn, das auf Blu-rays zu veröffentlichen, ist einfach viel zu teuer, aber ich nehme gerne Exemplare und verkaufe die dann exklusiv über meinen Mail-Order. Also, und das gibt es natürlich jetzt auch hier, The Gift, so heißt dieses Album. Wer es also haben möchte, geht auf den Blue Rose Webshop, gibt es dieses Album zu kaufen. Ich habe noch einige Exemplare da. Ich habe schon die zweite Lieferung bekommen, weil es doch wirklich sehr gut nachgefragt ist. Freut natürlich Rich und freut auch mich natürlich. Ja. So, das ist eigentlich momentan der aktuelle Stand mit Rich Hopkins und seinen Luminarios. Was gibt es noch zu sagen zu Rich? Ja, eigentlich nichts. Ich hoffe, dass ich euch ein bisschen unterhalten habe mit dem, was ich jetzt euch erzählt habe, über die ganze Karriere, die er mit Blue Rose Records zusammen gemacht hat. Es ist eine tolle Zeit gewesen, fast 30 Jahre, wenn man überlegt. Zweites Halbjahr 96 kam El Paso raus. Dann haben wir jetzt eigentlich, wenn man es genau nimmt, 28 Jahre. 28 Jahre, wo wir jetzt zusammenarbeiten. Und im Nachhinein sagt man sich ja immer, oh, die Zeit ging rum wie im Flug. Wir haben viel erlebt, wir haben viel Spaß gehabt. Und ich wünsche Rich auch weiterhin nur das Allerbeste. Der hat ja auch Spaß. Ich kriege ja immer Infos über Facebook, was er so macht mit seiner Family. Der genießt auch das Leben, da hat er vollkommen recht. Und wie gesagt, ich wünsche ihm nur das Allerbeste. Wir hatten eine Wahnsinnszeit zusammen hier bei Blue Rose Records. So, das war's. Ich hoffe, euch hat's unterhalten. Das letzte heute Abend ist, oder heute, nicht heute Abend, das letzte, was ihr jetzt hört, das ist diese komplette Fassung dieser Zugabe von Frankfurt Singkasten 2010 mit Steve Wynn, Liar Hurricane. Und das ist schon ein kleiner Hinweis auf den nächsten Podcast, welchen Künstler ich dann unter die Mangel nehme, beziehungsweise von wem ich die Geschichte von Blue Rose Records erzähle. Es ist einfach nicht schwer zu erraten. Also macht's gut, kommt durch die nächsten Wochen. Ich hoffe, wir hören und sehen uns bald wieder bei der nächsten Blue Rose Video Show. Tschüss.
saw your brown eyes turn once to fire.
Steve Wynn, thank you.